The Witcher, a new saga begins. Und obwohl es noch überhaupt nichts über das Bild von dem Lux-Medaillon im Schnee hinaus gibt, haben wir schon jede Menge Hoffnungen und Wünsche. Zum Beispiel einen neuen Protagonisten. Vielleicht eine Protagonistin? Eine Hexerin? Aber können Frauen überhaupt Hexer werden? Klar, warum nicht? Es gab sogar schon mal eine. Weibliche Figuren, sehr starke, mächtige weibliche Figuren gibt es in den Hexergeschichten an sich schon eine ganze Menge. Tatsächlich haben einige der Frauen, die wir im Laufe der Geschichte kennenlernen, sogar mehr Macht und Entschlossenheit als die meisten männlichen Figuren. Darauf angesprochen sagte Andrzej Sapkowski, Autor der Bücher, in einem Interview mit dem italienischen Wired-Magazin: Natürlich, denn so ist es auch im wirklichen Leben. Frauen sind und waren schon immer stärker als Männer. Wir haben Calanthe, die Königin von Cintra, Saskia, die Drachentöterin, Tissaia de Vries, Erzmeisterin der Magierschule Aretusa, Yennefer von Wengerberg, eine der mächtigsten Magierinnen der Welt, und natürlich Ciri, die Ziehtochter von Geralt, um nur einige zu nennen. Aber die Serie heißt immer noch The Witcher und nicht die Zauberinnen von Aretusa, was allerdings auch ein ziemlich cooles Spin-off wäre. Gehen wir also mal davon aus, dass wir auch im nächsten Spiel wieder einen Hexer oder eben eine Hexerin spielen werden. Denn auch wenn im Netz viel über die Frage gestritten wird, ob das überhaupt möglich ist, spricht aktuell nichts dagegen. Zumindest nicht, wenn man sich auf die Bücher und damit den einzigen echten Kanon von The Witcher bezieht. Lasst mich euch entführen auf einen Tauchgang tief in die Lore von The Witcher. Ganz ohne Spoiler funktioniert so ein Ausflug natürlich nicht. Aber das meiste sind recht spezifische Hintergrundinformationen und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, keine wichtigen Wendungen vorwegzunehmen. Ja, in den Büchern, die wie schon gesagt Kanon sind, wird keine weibliche Hexerin erwähnt. In den Büchern gibt es aber außerdem auch keine Lux-Schule oder eine Schule der Bären, Vipern oder sonst irgendwas. Tatsächlich ist neben Kaer Morhen in den Büchern nur von 2 weiteren Gruppen überhaupt die Rede. Von den Katzen oder Katern hören wir in Zeit des Sturms und in Die Dame vom See. Die Greifenschule wird sogar nur ein einziges Mal überhaupt in einem einzigen Satz erwähnt, nämlich in Die Dame vom See. Mit einer heftigen Bewegung schlug er Wams und Hemd auf, zog an den Kettchen, die sich dabei verwirrten, 3 silberne Medaillons hervor. Eins hatte die Form eines Katzenkopfes, das andere die eines Adlers oder Greifen. Das dritte sah sie nicht genau, aber es schien ein Wolf zu sein. Der einzige Hexer dieser Schule, den wir kennenlernen, ist Cohen, und bei ihm wird in den Büchern eigentlich auch nur erwähnt, dass er nicht in Kaer Morhen ausgebildet wurde, sondern aus dem Norden kommt. Dem Wiki-Eintrag nach wird es in einer Kurzgeschichte erwähnt, die wurde allerdings nicht ins Englische oder Deutsche übersetzt, deswegen konnte ich das jetzt nicht überprüfen. Über die Katzenschule erfahren wir etwas mehr in Die Zeit des Sturms, aber nichts Gutes. Rittersporn beschreibt sie als Hexer, aber misslungene. Misslungene Mutationen, wahnsinnige Psychopathen und Sadisten. Mutationen ist direkt auch schon ein gutes Stichwort. Was genau ist eigentlich ein Hexer? Die Hexer wurden ursprünglich von mächtigen Magiern mit dem Ziel erschaffen, ein übermenschliches Wesen zu kreieren. Dazu nutzten sie Magie und Alchemie, um die Körper zu schrecklichen Mutationen zu zwingen. Diejenigen, die diese Experimente überlebten, gingen mit übernatürlichen Fähigkeiten daraus hervor. Katzengleiche Augen, mit denen sie in der Nacht sehen können, unfassbare körperliche Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer, unvergleichliche Reflexe, eine erstaunliche Resistenz gegen Krankheiten und eine weit über die menschliche verlängerte Lebenszeit, um nur einige zu nennen. Allerdings ist die Mehrheit der Versuchsobjekte im Laufe der Experimente gestorben. 3, höchstens 4 von 10. Wie wir aus einem Streit zwischen Calanthe und Geralt in Das Schwert der Vorsehung erfahren. Aber das ist erst die erste Etappe. Wie viele Halbwüchsige erhalten am Ende Medaillons und silberne Schwerter? Einer von 10? Einer von 20? Weder hier noch an irgendeiner anderen Stelle in den Büchern wird ausgeschlossen, dass auch Mädchen Hexer werden können. Zwar geht aus dem Verlauf des Gesprächs hervor, dass Geralt glaubt, das Überraschungskind sei ein Junge, während sie über die Ausbildung sprechen, ist aber immer nur von Kind die Rede. Auch in einem Augenzeugenbericht der Magierin Carla Demetia Crest, der im Vorgang des 3. Kapitels von Das Erbe der Elfen zitiert wird, heißt es: Am 3. Tag waren alle Kinder gestorben, ausgenommen ein Knabe von kaum 10 Jahren. Die Hexer von Kaer Morhen gehen jedenfalls fest davon aus, dass es möglich ist, ein Mädchen zur Hexerin zu machen. In Das Erbe der Elfen versuchen Geralt, Vesemir, Ezekiel, Lambert und Cohen genau das mit Ciri. Erst Triss stellt die ganze Sache aufgrund von Ciris Geschlecht in Frage und die Männer diskutieren noch darüber.
Ciri kommt aus dem Süden. Dort werden Mädchen und Jungen völlig gleich erzogen, ganz ohne Unterschied, wie bei den Elfen, sagt Wesemir. Geralt beschreibt, was Ciri auf der Flucht aus Cintra alles durchgemacht hat und sagt: Ciri ist nicht schwächer als unsereins, die unerwünschten Bankerte, die man den Hexern in den Schenken wie junge Katzen unterschob in Weidenkörbchen. Und ihr Geschlecht, was hat es zu bedeuten? Es hat zu bedeuten, dass Ciri zu just diesem Zeitpunkt ihre Periode hat. Das Problem scheint also nicht unbedingt ihr Geschlecht an sich zu sein, sondern dass sie einfach schon zu alt ist. Was durchaus mit biologischen Erkenntnissen unserer Welt übereinstimmt, denn rein physiologisch unterscheiden sich menschliche Kinder vor der Adoleszenz kaum voneinander. Dass keine weiblichen Hexerinnen erwähnt werden, muss also nicht heißen, dass sie nicht existieren. Lambert gibt allerdings zu, dass in Kaer Morhen noch nie eine ausgebildet wurde. Freilich, wir haben in Kaer Morhen noch nie ein Mädchen trainiert. Aber wie gesagt, er geht, wie die anderen auch, fest davon aus, dass es möglich ist. Auch in diesem Gespräch streiten sie übrigens nicht über ihr Geschlecht, sondern darüber, dass sie eine Quelle ist. Es kann eine Menge Gründe geben, warum wir ihnen nicht begegnen. Insgesamt werden nur eine Handvoll Hexer überhaupt erwähnt. Es gibt sie an sich noch gar nicht so lange und sie werden auch seit einer ganzen Weile nicht mehr erschaffen. Die Magier haben auch kein Interesse mehr an neuen Witchern, weil sie für ein fehlgeschlagenes Experiment halten. Sie entsprechen nicht dem, was sie eigentlich kreieren wollten, und sie sind längst zu neuen Forschungen übergegangen. Und die Hexer haben wahrscheinlich nur eingeschränkt Interesse daran, eine neue Generation von Kindern durch die unfassbar schrecklichen, brutalen, schmerzhaften und unmenschlichen Transformationen zu schicken. Auch dies geht, jedenfalls aus Geralts Blickwinkel, aus dem Gespräch mit Calanthe hervor. Die Kräuterprobe Calanthe ist schrecklich. Und was mit den Jungen während der Umwandlung geschieht, ist noch schlimmer und unumkehrbar. Mal davon abgesehen, dass sie es nicht können, weil ihnen die magischen Fähigkeiten dazu fehlen. In Das Erbe der Elfen erfahren wir, dass seit fast einem Vierteljahrhundert in Kaer Morhen keine Kinder mehr ausgebildet wurden. Denn bei einem schrecklichen Massaker wurden alle Hexer und Magier auf der Burg abgeschlachtet. Es gibt nur noch die Hexer, die zu dem Zeitpunkt nicht in Kaer Morhen waren. Und zu guter Letzt braucht die Welt auch einfach keine Hexer mehr. Ob die Hexer nun ursprünglich einfach aus der Arroganz und dem Machthunger der Magier entstanden sind, oder ob es tatsächlich war, um Supersoldaten gegen Monster kämpfen zu lassen. Sie sind nicht mehr notwendig. Längst sind die Monster nicht mehr der schlimmste Feind der Menschen. Ihre Zahl geht immer weiter zurück und die Menschen haben außerdem Waffen entwickelt, mit denen sie sich selbst sehr gut gegen die Monster behaupten können. Es sei denn, etwas führt dazu, dass Hexer wieder notwendig werden. Vielleicht etwas, das schon vor 1500 Jahren mal stattgefunden hat. Monster, wie übrigens auch die Menschen, sind in der Welt von Sapkowski nicht einheimisch, sondern sind während der Konjunktion der Sphären, quasi einer Kollision zweier Realitäten, in die Welt gekommen. Und nun, was wäre, wenn so eine Kollision wieder bevorstünde? Denn, und das ist der Punkt, die Spiele sind keine 1:1 Nacherzählung der Bücher. Die Spiele sind Fanfiction und in einer Fanfiction kann man seine eigenen Regeln schreiben. Hier kommt jetzt ein kleiner Spoiler zu The Witcher 3. Denn in The Witcher 3 Wild Hunt findet eine weitere Sphärenkonjunktion statt. Wir wissen, dass Ciri durch verschiedene Welten gesprungen ist, unter anderem eine, deren Beschreibung stark darauf hindeutet, dass es Night City aus Cyberpunk 2077 ist. Außerdem tritt sie durch ein Portal, um den Weißen Frost zu besiegen, damit die Apokalypse zu verhindern und die Konjunktion zu beenden. Gerade das könnte Ciri bewogen haben, die Lux-Schule zu gründen, um neue Hexer und Hexerinnen auszubilden, die die Menschheit und Elfenheit vor den neuen Gefahren beschützt. Die Spiele beantworten die Frage, ob Frauen Hexerinnen werden können, übrigens nicht, obwohl Geralt sogar direkt danach gefragt wird. So wie die Spiele sind auch die Filme, Serie, Comics und alles andere im Grunde genommen Fanfiction, und so gehen die verschiedenen Quellen durchaus unterschiedlich mit der Frage um, ob weibliche Hexer möglich sind. In der Serie, Achtung Spoiler, ist Wesemir durchaus bereit, das neue Hexerserum an Ciri auszuprobieren, während Geralt klar sagt, dass es sie nur vergiften würde, weil sie ein Mädchen ist. In Wiedźmin Gra Wiebraźnie, einem Pen-and-Paper-Regelwerk zum Witcher-Universum von 2001, wird die Existenz weiblicher Hexerinnen klar bestätigt. Dort heißt es, die Schule der Katzen sei die einzige Hexerschule, in der auch Frauen ausgebildet werden. Und in der polnischen TV-Adaption von 2002 gibt es sogar eine weibliche Hexerin, die namentlich genannt wird: Adela.
Geralt hat sie als Kind im Wald gefunden und gerettet. Sie wurde zur Hexerin, nachdem andere Hexer der Wolfsschule ihre Eltern ermordet haben. Steht jedenfalls im polnischen Wiki. Demnach hat sich Geralt in sie verliebt, aber nach einer kurzen, intensiven Liebesbeziehung verlässt sie ihn. In der Benennung wird übrigens klar von Hexerin als weibliches Pendant zum Hexer gesprochen. Eine Hexe ist im Witcher-Universum nämlich wieder was anderes. In der deutschen Übersetzung von Das Erbe der Elfen stellt Ciri sich Triss als Hexerin vor und wird auch von den anderen als solche bezeichnet. Im Englischen ändert sich der Genus des Wortes Witcher zwar nicht, obwohl durchaus zwischen Sorcerer und Sorceress unterschieden wird. Aber Polnisch ist ebenfalls eine Sprache mit klarer Geschlechtszuordnung und wir finden eine entsprechende Unterscheidung. Das Wort Wiedźmin existiert im polnischen Vokabular eigentlich gar nicht und ist ein Neologismus, den Sapkowski aus dem Wort Wiedźma, die Hexe, aber auch der Drache, erfunden hat. Als weibliche Form zu Wiedźmin nutzt er Wiedźminka in den Büchern und auch Adela wird als Wiedźminka bezeichnet. Ihr seht also, es spricht absolut nichts gegen eine Hexerin. Also lasst mich doch in der neuen Witcher-Saga mal eine spielen. Und das war's auch wieder mit meinem kleinen Ausflug in die Abgründe der Witcher-Lore. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und vielleicht habe ich euch ja sogar ein bisschen Lust darauf gemacht, mal die Bücher zu lesen. Was wünscht ihr euch für die neue Hauptfigur? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, ich freue mich sehr darauf, eure Ideen zu lesen. Mehr Infos, Videos und Wünsche zum Witcher findet ihr außerdem auch in der Videobeschreibung. Hier geht's nochmal zu unserem Gespräch zwischen Micha und Maurice und hier geht's zu unserer Rückkehr zu The Witcher 5 Jahre später. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.